Und hallo zurück. Wir gehen mal die Bändeltreppe hinauf. Bricht hier gleich wieder die Hölle los. Da oben steht Miss Meadows. You'll have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. All right. Let's get it installed. Ich schaue mich vorher noch um, bevor ich mich da in den Kreis stelle, denn man sieht, hier liegt einiges Nettes rum, unter anderem auch Blendgranaten. Und hier hat auch was geblinkt. So, und jetzt fühle ich mich gerüstet. I think we can give this a go, although I have this strange feeling that something will Don't go start wrong. it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is very strange to me. Okay, machen wir doch gern. Wenn hier nicht gleich die Hölle über uns hereinbricht. Ja doch, hier komme ich auch rum. Hello. I don't quite know what's going on, but I seem to remember having had this encounter before. It's not deja vu, Doctor. This has happened before. We're caught in a time loop. That's utterly insane. How could that be? I can't really explain it. I suppose I could call it magic. I don't believe in magic. Neither do I. But I can't argue with what I've experienced. Listen, what matters now is the signal. The last time we only caught a part of it. I need the rest of it. Whether you believe me or not, you want to look into this as much as I do, right? Yes. All right. I realize that you have trouble believing this. That's an understatement. I can't deny that what you say resonates with me on some level I don't pretend to understand. But for all I know, I'm simply delusional. But it's not just you. I've experienced the same thing as you. Doesn't that prove something, at least? Maybe. On the other hand, given your appearance, and the fact that you're trying to convince me that I'm not insane, perhaps you're merely a hallucination that accompanies my delusions. You're not having a psychotic episode, Doctor. For what it's worth, I'm a skeptic by nature. I completely understand your reluctance to believe me. There are people caught so deep in their psychosis that they retroactively manufacture memories and beliefs that conform to the situation at hand. Sure, but you have to stop second-guessing yourself at some point, if you want to get something done. Well, darüber denkt sie jetzt ein Weilchen nach. Wir finden hier nichts, was wir noch mitnehmen können. Und ich dachte mir auch, möglicherweise, wenn sich hier die Geschichte wiederholt, bekommen wir den Teil des Signals, der uns fehlt. Einen haben wir ja hier schon bekommen. Es wäre etwas witzlos, wenn wir genau den gleichen nochmal bekämen. Fährt sie mich jetzt wieder runter? Ja. So, dann schauen wir mal, ob die Ventile noch da sind, wo wir sie beim letzten Mal gefunden haben. Inzwischen weiß ich wenigstens, dass wir noch eine Etage weiter runterlaufen müssen, ehe sich das Tor wieder für uns auftut. Ein bisschen was ist mir auch im Gedächtnis geblieben. So, sie guckt uns wahrscheinlich, sie guckt uns zu übers Video. Und über die Kamera.
weiß nicht, ob jetzt der Durchgang hier immer noch blockiert sein wird. Werden wir sehen. Ich sehe auch nur eine Markierung für... die ich gerade aufsuchen muss. Ne, hier ist jetzt offen. Aha. Vorhin war es hier geschlossen. Was sind das für komische Konstruktionen? Die sind mir hier noch nie aufgefallen. Ach, hier ist ein Scheinwerfer aus der Fassung geraten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg, aber es hört sich gefährlich an, dann kann es nicht so falsch sein. Ja, kommt her, Jungs. So, diesmal mache ich auch von den Leuchtpistolen Gebrauch. Alle erledigt. Wo seid ihr, Jungs? Wieder 3 Stück. 4. Da kommt immer alles schön her. Boah, eine ganze Menge. 1, 2, 3, ganz viele. Haben wir in der Schule immer gezählt. Aha. Dark Presence. Greift mich an. Hier ist meine Leuchtpistole. Die lädt sich jetzt immer automatisch nach. Das ist besser als im ersten Teil, wo man es immer manuell machen musste. Da drin irgendwo, wo die rauskam. Da muss ich hin. These beings hate the light, am I correct? You should be able to turn on the lights and secure the area that way. Ich finde noch nicht den richtigen Spot. Wo ist es denn? Da drin irgendwo? Hier, das Ding kann ich benutzen. Aha, der Sicherungskasten. Doctor, can you hear me? I think we're good to go. All right, I'll start looking for the signal. Please, head back. Okay, das war's schon. Ich muss nicht mehr 3 Stellen aufsuchen. Wir haben nicht die Dark Presence. Ist davon nicht begeistert. Und schmeißt dafür mit Poltergeist-Objekten um sich. I guess they didn't like that. Aha. Wir kehren zurück zu Dr. Meadows. Wenn wir durchkommen. Und was haben wir hier? Okay, es löst sich nicht auf. Die Objekte. Wenn ich sie anleuchte. Ich muss einfach versuchen, ihnen auszuweichen. Oder in Deckung bleiben. Nein, Alan, warum bist du denn dahin gelaufen? Du solltest dich hier hinterducken. Okay, das Teil kann man vielleicht doch wegleuchten. Ja. Ich fühle mich gesundheitlich etwas derangiert, aber bin jetzt im Licht. Davon wegen. Lichter gehen aus, wenn ich komme. Was ist hier? Die Türen gehen wahrscheinlich erst auf, wenn ich die alle beseitigt habe. Haben wir hier noch mehr Kunden. Da ist auch, auf jeden Fall Munition. Und wo kam das?
Platz da. Ich muss erstmal hier Vorräte einsammeln, meine lieben Freunde. Ich höre noch einen, da. Es wird höchste Zeit, dass ich wieder ein bisschen Licht abbekomme hier. Vielen Dank. Bitte mach die Tür hinter mir zu. Jawohl. Ist alles aufgeladen. Möglicherweise ist hier dann auch gleich wieder Monster Party. Hier war ja schon mal. Hier haben sie mich ja schon mal erwartet. Aber das sieht jetzt besser aus. Okay, ich komme rauf. Halt. Ich wollte mich erst aufmunitionieren. Aber ich komme nicht mehr dahin. So, Pech. Kann ich nochmal runter? Nee, ich muss jetzt zu ihr. Find the signal? Yes, I don't think it's quite the same thing we had the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though, if you don't mind. What's on your mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing, provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes, I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Was there anything else? What did you mean when you said you have advantages? At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. Change things. That's absurd. But it works. Assuming I believe this, why don't you simply, I don't know, write yourself some superpowers? It's not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Don't look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against this, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd be hangry. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Ich war auch erstaunt, wie sie aus dem Stand die Situation und die Implikationen
so fließend analysiert. Mal einen Respekt. Also ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich da antworten sollte. Gehen wir mal lieber und holen uns den Signalausdruck. Another printout. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back the darkness. Und wir kommen wieder beim Autokino an. Und ich bin gespannt, ob wir da... The last time the man came to the drive-in, it did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. Ich muss wieder den Schlüssel für das Generatorgebäude finden. Und ich wollte sagen, ich bin wieder gespannt, ob wir die Dame da vorne wieder willenlos in einem somnambulen Zustand vorfinden. Oder ob die sich noch an uns erinnert und fit ist. Ugh. Serena's probably out of her mind again. But I'm gonna need that key so I can get the power back on. Serena, wir hören sie. Hilft alles nichts. Ah, da liegt auch eine Seite. Die Gefahren der Schöpfung. To change the world, you must craft a blueprint for the new reality. Any work of art will do, as long as it's a genuine act of creation. That's what the energies of the dark place respond to. The results may be subtle and perplexing, or far-ranging and momentous. My area of expertise, the written word, gives much more precise results than music or interpretive dance would, for instance. But words can be extremely dangerous. What you define may become reality, but so can that which you imply, even if you don't realize you're doing so. Ja, dann schauen wir mal, ob wir mit der gefährlichen Waffe des Wortes hier besonnen und zielgerichtet umgehen können. You again? I'm really just here to get the keys so I can get the power back on. Do you want to hold me down? It's okay. I know you like that. Yeah, I'll just grab the keys. I could be like your wife, little wifey, waiting at home for hubby. Or you could be the mailman, or the neighbor. I'm already married to someone who isn't crazy, thanks. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun. You know. We'll see how it goes. You should sit down or something. Try to stay calm. I don't want to be calm. I want to be nasty. I want to be nasty with you. Yeah, okay. You could do anything you want. You can use my... Let's not even go there. I was hoping that you'd remember more, but I guess that was too much to ask. Ich möchte nur deine Leuchtfackeln. Keine weiteren Dialogoptionen hier. Hier kann ich mich aufmunitionieren, falls ich es noch nicht bin. Da kann ich wieder ein bisschen Radio hören. Und den Schlüssel habe ich doch auch schon gesehen, der hängt da an der Wand. Aber erstmal hören wir, was sich im Radio tut. I was about to do the weather, but I see we have a caller. Hey, you're on the air with Eddie. What's up? Hey, Eddie, it's Ricky. You talked about fate before. You think about that a lot? Not a lot, to be honest, but I take it you do. Oh, yeah. Oh, yeah.
Any conclusions you'd care to share, Ricky? Well, we've got free will, right? That's in the Bible and everything. Yeah, right, sure. So free will, right? Am I right? I mean, if we can do what we want, how can there be fate? I mean, you don't know what's gonna happen next, so there's no fate. There's just people doing stuff. Well, I don't know, Ricky. I don't suppose you have considered the possibility that we're all here in the service of a greater purpose, incomprehensible to us, And that what we take to be freedom is nothing more than the move of a pawn on some cosmic chessboard, limited in scope, subject to the whims of unseen players, existing only for their entertainment. or perhaps we're just a twisted Reflection of actual events that can happen elsewhere. Could it be that such is life in Night Springs. Gustav, da läuft's raus. Food for thought, Ricky. Food for thought. Die Erzählerstimme, die einerseits hier das Schicksal von Alan als The Man oder The Master of the Light erzählt und andererseits auch die Erzählerstimme aus Night Springs, mutierte hier so langsam in unseren freundlichen Radiosprecher hinein. Und dann lief das auf so eine Night Springs abenteuerliche These hinaus. Ich glaube, da ruft so schnell keiner mehr an bei dem. Jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall den Schlüssel. Und müssen wieder den Strom einschalten und uns wieder durch das Labyrinth da durchquälen. Wir werden sehen, wie wir durchkommen. Gnädigste sollte sich doch ein wenig hinlegen vielleicht, aber allein. So, den Strom wieder einschalten. Muss man nicht unbedingt die Signalpistole in der Hand haben. Aber, oh. Ich finde es mit der Signalpistole dann doch ganz gut. So, wenn man nah genug an sie dran schießt, dann killt die Signalpistole sie auch sofort. Blendet nicht nur. Auf jeden Fall haben wir einen Kontrollpunkt erreicht. Die abgesägte Schrotflinte kann ich noch nicht nehmen. Habe noch keine 30 Manuskriptseiten. Wenn ich hier immer wieder vorbeikomme, dann verstehe ich langsam, wie sich das mit den Manuskriptseiten so verhält. Die sammle ich dann so im Laufe meiner Durchläufe halt an und irgendwann geht der Koffer dann auf. Habe ich schon gefragt, ob diese Koffer immer wieder auftauchen im Verlauf der Geschichte oder ob man immer wieder an diese Schauplätze zurückkehrt. Genau weiß ich es natürlich jetzt auch noch nicht. So, auf diesem Parkplatz ist auch wieder was los. Die Vögel sind neu. Ich nehme dann doch mal lieber die Magnum zur Hand. Oh, für ein Dickerchen hier. Vier Schuss braucht er auf die Entfernung. War's das? Kontrollpunkt erreicht. Und hier drin gibt es gleich wieder TV, werden wir gleich sehen. Leuchtpistolenmunition und sonst eher nix, also TV. I want to talk about Alice.
Just look at her. She's really beautiful, isn't she? Your wife. Well, our wife, really. Just my wife soon. Don't worry. I'm not gonna treat her like the others. She's special. If I wanted her dead, she would be. I've been around for a while now. So talented. You haven't seen her new work, of course. Oh, it takes my breath away. Really, she's that good. Did you know that I've got a wedding ring, too? We're that similar. She's seen me a couple times, you know. I've let her catch glimpses. She thinks she's imagining things, of course. She thinks you're dead. It might as well be. I mean, even if you manage to keep surviving, you'll be in my trap forever. So I'll go to her. It'll be an amazing moment. Oh my God, you're alive. I'll be the good, loving husband for as long as I can stand it. She'll love it. And then, one day, somehow, it'll happen. Maybe I'll slip up, she spots something, or maybe she just starts running her mouth. And then, I'll do it. It's gonna be sweet. My darling wife. Das werden wir nicht zulassen und deswegen auch gleich nochmal die Waffe nachladen und dann den Kampf aufnehmen. Aber erst in der nächsten Folge von Alan Wake's American Nightmare. Bis gleich. Ciao, ciao. Und die Spannung möge euch erhalten bleiben.